Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Woche hatten wir uns eine 1000 Euro Gaming-PC Konfiguration angeschaut. Diese Woche, ich hatte es vorige Woche schon angeteasert, gibt es dann wieder den Timelapsebuild. Wer schon länger auf dem Kanal dabei ist, der weiß, wie das immer abläuft. Und ihr braucht euch einfach nur zurücklehnen, was snacken und das ganze Video genießen. Am Ende werden wir uns dann nochmal ganz kurz wiedersehen. Und wenn ihr schon mal den Abo-Button hier drüben drückt und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr nächste Woche das Spiele-Benchmark-Video zum System nicht. Wird sehr interessant, vor allem eben auch mit der brandaktuellen Nvidia GeForce RTX5060Ti, die in diesem System, seht ihr dann gleich noch, verbaut ist.
Access granted. Na, eine unfassbar geile Maschine, wie ich finde zumindest. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall antworten und es interessiert mich auch, was ihr zum System so denkt. Der Besitzer wollte möglichst keine RGB im System haben. Ja, das Mainboard leuchtet leider so ein bisschen. Hatte ich beim Kauf gar nicht mit so auf dem Schirm gehabt, dass da noch LEDs hinten dran sind. Ja, das ist das einzige im System, was jetzt hier leuchtet. Könnte man dann noch zum Beispiel mit der S-Rock Software steuern. Der Besitzer, dem ist es eigentlich vollkommen egal. Ja, deswegen ist es so ein schönes, schwarzes, homogenes System geworden. Zum großen Teil mit Hardware von Endorphi. Die Gehäuselüfter, der CPU-Kühler und auch das Gehäuse stammen von Endorphi. Somit wirkt dann auch das ganze System, wie wenn es aus einem Guss wäre. Das passt schon sehr schön zusammen und eben dann auch zum großen Teil so schwarz-silberne Hardware. Das passt natürlich dann schon sehr schön zusammen. Das einzige, was jetzt hier noch so ein bisschen einen Farbklecks auf der Platine verursacht, sind die NVMe SSDs, obwohl die eine unter dem Kühler des Mainboards steckt und die andere hier können wir hier ganz gut sehen. Ja, da sehen wir also ein kleines bisschen noch blaue Platine. Könnte man dann theoretisch hier mit blauen LEDs noch ein bisschen farblich abstimmen. Nächste Woche, ich hatte es in der Einleitung bereits gesagt, kommt dann das Benchmark-Video zum System. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich teste in FullHD, WQHD und auch in 4K. Das ist wirklich spannend, vor allem mit der 5060 Ti würde das mit 4K auch funktionieren. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ganz schnell hier drüben Abo-Button drücken, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr es nicht. Und dann sehen wir uns vielleicht schon nächsten Samstag wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann.